Vor dem Studium habe ich schon eine HTL besucht im Fachbereich Elektronik und das hat mich einfach sehr interessiert und deshalb wollte ich mich darin noch vertiefen. Und Information Computer Engineering bzw. Telematik war dann die logische Folge und was mir dabei sehr gefällt ist, dass es ein interdisziplinäres Studium ist und deshalb nie langweilig wird. Telematik ist eigentlich in zwei Bereiche aufgeteilt. Man hat Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Informatik und Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Elektrotechnik. Und zu Beginn des Studiums hat man generell auch Grundlagen-Lehrveranstaltungen, also sehr viel Mathematik oder auch Physik oder ähnliches. Und im Bereich Elektrotechnik lernt man Grundlagen über Strom und Spannung, wie Schaltungen aufgebaut sind und wie man diese vermessen kann. Bei Softwareentwicklung bzw. Informatik lernt man prinzipiell mal Programmieren, aber man hat auch ganz viele unterschiedliche Lehrveranstaltungen, wo man das dann anwendet, zum Beispiel Computer Security oder Computergrafik. Also mir gefällt sehr gut, dass das Studium in meinen Augen in einem sehr hohen Maß kreative Tätigkeiten beinhaltet. Man kommt halt oft in die Situation, wo man mit einem technischen Problem konfrontiert wird. Und für das muss man sich dann eben eine Lösung überlegen. Aber wie die Lösung dann genau ausschaut, also wie dann mein Algorithmus entwerfe oder wie ich eine mathematische Herleitung mache oder wie ich ein Stück Code programmiere, ist dann zum Schluss meine Entscheidung. Und das hat einen sehr spielerischen Charakter und das gefällt mir halt sehr gut. Also ich würde mal sagen, dass es für mich nicht den prägendsten Moment gibt. Für mich ist aber immer wieder prägend, wenn man sieht, dass man die ganzen Grundlagen, die man halt im Studium erlernt hat, dann wirklich verwenden kann, um ein reales Problem zu lösen. Zum Beispiel, wenn ich eine Bewegungsmonitoring-App für mein Handy mache, dann muss ich von den rohen Sensorsignalen anfangen, die verarbeiten, mir noch einen guten Algorithmus überlegen und zum Schluss das Ganze noch programmieren. Und wenn man dann am Ende auf dem eigenen Smartphone eine coole App hat, die wirklich funktioniert, dann ist das schon ein sehr cooles Erlebnis eigentlich. Ich hätte gern gewusst, wie praktisch ein Taschenrechner ist, der komplex rechnen kann. Und dass sehr viele Gruppenarbeiten auf der Uni sind und dass es sehr wichtig ist, generell im Team arbeiten zu können, aber auch tolle Gruppenmitglieder zu haben und hier ein gutes Team zu finden. Und generell, dass man einfach nicht zögern soll, falls man irgendwelche Fragen hat. Studienkollegen helfen immer gern, auch die Studienvertretung oder man kann auch sofort die Professoren fragen. Also für mich war eine der größeren Herausforderungen sicher, dass ich mich selbst und das Studium so organisiere, dass ich möglichst effizient arbeite. Das ist halt, wenn man mehrere Prüfungstermine oder Abgabetermine in einem kurzen Zeitraum hat, sehr wichtig. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Ja, nach dem Bachelor habe ich jetzt schon das Masterstudium begonnen. Und ja, ich bin sehr froh über die Entscheidung, weil so kann ich jetzt noch mehr in die Materie eintauchen.